Die Boot 2023 in Halle Nummer 6 hat viele Überraschungen. Und Cranky war es, glaube ich, in verschiedenen Sprachen, hat uns ziemlich überrascht. Denn die Spanier sagen Crunchy, die Italiener sagen, glaube ich, Cranky, wie er es gesagt hat. Crunchy. Crunchy. Ziemlich cool, ja. Jetzt das große Schiff. Gestern das große Partyboot, was wir gefilmt haben. Magst du mal kurz mitkommen mit mir? Wir schauen mal zusammen auf die Farbe. Es ist natürlich kein weißer Gelcoat hier drauf. Er ist dunkelgrau metallic. Und ich befürchte, es wird mindestens so schön wie das Partyboot, aber halt wieder mal was ganz anderes. Genau, und wie du siehst, da oben stehen schon die Leute auf der Galerie und gucken wahrscheinlich ganz neugierig rein. Ne? Ja, und wir haben uns angemeldet, wir dürfen natürlich rein. Hier ein bisschen mehr mit Restriktionen. Hier kann keiner einfach so reinlaufen. Das ist in anderen Hallen ein bisschen anders. Und früher konntest du ja mit den Familien auch noch in die großen Boote. Till hat mir erzählt, unser Pressesprecher, das ist heute nicht mehr möglich. Aber wir schauen jetzt mal rein. Ja, die beiden Frauen, die hier sind, ja, sie haben uns ein bisschen geholfen. Hallo. So, noch 3 Tage haben wir jetzt und dann dürft ihr nach Hause fahren. Ja, guck mal, du hast ja Deutsch studiert, so ist es ja. Viele Leute möchten hier gucken, gell, in dem Schiff. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein schönes, feines Boot. Hast du mal reingeschaut selber? Ja. Ist es Luxus? Ich nehme an, du hast auch eins zu Hause, oder? So ein Boot. Genau. Ja, 2. Sehr, sehr schön. Danke, tschüss. So, wir gehen mal hoch. Das wollen wir sehen. Denn die meisten haben Deutsch studiert, die ich hier habe. Und sie hat mir auch erzählt, sie hat ein Erasmus-Programm abgelegt und kann natürlich dann Italienisch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier in der Halle alles fest in italienischer Hand so ein bisschen, oder? Das stimmt. Wir hatten schon einige italienische Marken und jetzt noch eine weitere. Wir gehen mal gerade noch mal einen Schritt zurück, dass wir das mal sehen. Hier auf der Galerie. Schuhe sind ausgezogen. Das gehört sich hier nämlich, hier überall stehen Schuhe rum. Die 67. So, lass mal gucken, ob ich das lesen kann. Es ist mal wieder italienisch. 67. Du sprichst Italienisch? Leider nicht. So, 20,80 Meter overall. Aber das ist gar nicht hier so ganz entscheidend. Dieser Beam, das ist so das ganz Wichtige. Was man hier hat, das ist die Breite vom Schiff und wie natürlich auch die Aufteilung ist. Was auffällt, ist das allererste Mal eine Vollintegration eines Beibootes. Da steht das Spielzeug bereit, ne? So, und das ist direkt hier mit drin, mit eigener Garage. Da vorne hier diese Schwimminsel, die kann abgesenkt werden. Hier stehen auch nochmal ein paar, ja, 67, ja, die drauf ist. Also das sind so die kleinen Spielzeuge, die durchziehen. Und der Turbojet 325, also das Beiboot parkt hier ganz genau ein, zufälligerweise. Und ich glaube, da steht Turbojet drauf und wahrscheinlich ist da Turbojet drin, ne? Das zeig's auch gerade. Also hier vorne, da ist das Boot. Ich glaube, das geht so richtig ab. Und Turbojet bedeutet, der hat hinten keinen Propeller wahrscheinlich, sondern so einen richtigen Jet-Auslass mit drin, sodass du dich auch nicht verletzen kannst, wenn du da irgendwie dahinterher bist. Und guck mal hier, was ziemlich cool ist so diese ganz kleine Hydraulik, die das Ganze hält. Schau mal. Ja. Also ordentlich. Also viel Hydraulik haben wir gesehen auf diesen Schiffen. Außendusche hier in dem Bereich. Guck mal. Hier sehe ich auch. Guck mal, hier ist Da ist noch eine Dusche. Regendusche und da ist die Handbrause. Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass ihr mal seht. Das ist Sandra unter ihrer Regendusche, wie sie hier steht. Und da ist die Handbrause für den Hund. So, und jetzt haben wir schon eins gelernt. Wenn es hier so ein bisschen runter geht im Eingangsbereich, wer schläft denn hier meistens? Die Crew. Und das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Hier ist wahrscheinlich eine Crew vorgesehen, ne? Ja, geh mal runter, dass wir das mal kurz zeigen. Die Crew kommt hier unten rein. Man geht hier in den Bereich runter. Alles ein bisschen enger, denn das, was ihr gleich im Schiff sehen werdet, das wird euch, glaube ich, ziemlich die Sprache verschlagen. Aber hier ist ein bisschen eng. Also stoß hier nicht, guck mal hier, die Crew mit Leder, die hier mit drauf ist. Also das haben wir auch schon nicht gesehen, oder? Dann ist hier eine Dusche bei dir drin. Guck mal. Ja. Duschvorhang ist da. Du musst den Duschvorhang abmachen und hier ist die Handbrause. Dann musst du wahrscheinlich genau in dem Bereich hier duschen. Aber ganz edel, schau mal hier. Also das Ganze hier beledert mit auch Leselampen hier mit drin. Da hinten hast du ein Soundsystem mit eingebaut. Hier noch die wichtigsten Sachen. Da ist der Watermaker.
Also die Steuerung und der Seakeeper, das haben wir ja auch schon gelernt. Du weißt, was der Seakeeper macht? Nochmal? Genau, der Seakeeper hält das Boot so im Gleichgewicht, oder? Ja, der stabilisiert das Boot, wenn es steht quasi. Also wenn es am Anker läuft, dann würde es ja mit den Wellen hin und her schwappen und da ist ein Riesengewicht drin, das dreht sich ganz schnell. Und das sorgt dafür, so eine Art Gyro, muss ja vorstellen, so ein Riesenboot, da brauchst du einen riesen Gyro, der hier drin ist. Und hier sieht so aus, als wären hier zwei eingebaut. Der ohne Witz, der hat hier 2 Displays mit drin. Wenn du das mal gerade abnimmst, kann man das mal sehen. Das ist das Display von dem Seakeeper. Gleich das Ganze 2-mal hier mit eingebaut. Ja, mach's mal wieder drauf. Cool. Und dann ist hier noch ein Schränkchen und wieder mal mit den gleichen süßen Verschlüssen, die hier drin sind. Das heißt, man zieht dran, dann gehen sie auf und da ist noch ein Kleiderschrank mit drin. Und hier noch eine kleine Klappe zum Öffnen. Also überall hast du millimetergenau Platz. Kannst sogar rausschauen. Das hatten wir ganz oft jetzt auch nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt unbedingt so die Kabine ist für die Crew, die da ist. Hier könnten also auch ganz liebe, nette Leute, die einfach mitfahren, drin schlafen, oder? Also 2 Betten zähle ich jetzt mal hier, okay? Ja, aber es ist schon ein bisschen muckelig und eng, oder? Komm, wir gehen hoch. Raus. Nicht, dass ihr denkt, das wäre jetzt schon alles, der Crewbereich. Und wir gehen hoch. Ja, ein bisschen Terminologie haben wir ja gelernt, was hier da ist. Das Main Deck, da gehen wir jetzt mal drauf. Auch hier wieder Echtholz, indirekt beleuchtet. Kommt ruhig raus. Jeder, der geht, ist mir recht. Hier, der Boot ist nämlich ziemlich umlagert. Ja, wenn hier wirklich viele Leute hier... Weißt du was, wir kämpfen uns mal von oben nach unten, weil die meisten gehen nicht nach oben erstmal rein. Sollen wir mal oben direkt mal aufs Flydeck gehen und davon gibt es, glaube ich sogar 2. Sollen wir gleich mal schauen? Wirklich? Ich bin mir nicht sicher, es kann auch nur 1 sein. Schauen wir uns das gleich mal an. Wir haben nämlich hier eine ganze Gruppe, die das Ganze ausprobiert hat. Aber dieser italienische Schick, der da ist, der ist wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Das haben wir, glaube ich, eben bei dem Partyboot, was gegenüber liegt, ja auch schon gesehen. Das alles ist ein bisschen, ein Ticken mehr schicker. Und die Wohnung, die jetzt hier drin ist, guck mal gerade hier rein, einmal ganz kurz. Ja, ich habe noch ein anderes Detail. Guck mal. 001 da draußen, das ist ja... Das sieht ja cool aus. Das ist eine Weltneuheit hier. Guck mal, das ist die Nummer 1. Man kann es hier, glaube ich, sehen. Warte, ich filme es mal von der Seite. Da sind so vorne riesengroße Metallbuchstaben drauf. Und es ist tatsächlich die Nummer 1 hier. Großes Sofa hier. Hier siehst du auch die verschiedenen Möglichkeiten, wie du das Ganze hier ausstatten kannst. Guck mal hier. Echter Granit. Mhm. Ja, sieht schick aus. Und auch hier die ganze Verarbeitung, schau mal hier mit dem Glas hier und dem Edelstahl mit drin, die Türe auch. Das ist alles so schon unglaublich edel. Und wenn man jetzt mal hier reinschaut, guckt jetzt mal in den Raum rein. Bleib mal gerade hier stehen bei mir. Was fällt dir auf? Was liegt da, das grüne Buch? Rolex, The Watchbook Rolex. Ich glaube, ich muss gleich mal reinschauen. Warte. Ich muss einmal ganz kurz linke Seite, dass wir einmal das komplett haben. Setz dich mal gerade aufs Sofa, bitte. Dass wir das mal haben. Und dann ruhig mal drauf. Guten Tag, Sandra. Im Wohnzimmer. Sie nimmt das Rolex-Buch in die Hand und rechte Hand hier vorne natürlich in einer Hochglanzoptik hier. Bestimmt wieder mal 500 Mal lackiert. Ein Schrank. Wenn du den mal gerade für mich öffnest, sei mal gerade so lieb. Den Schrank hier, mal schauen, wie er aufgeht. Weißt du's? Könnte ein Schiebeschrank sein? Nee, das auch nicht. Fix. Vielleicht Push? Magst du mal pushen? Auch nicht? Ist fix? Okay, wir gucken gleich mal. Also was es damit auf sich hat. Da sind jetzt Griffe dran. Sie zieht mal vorsichtig. Du weißt ja, die Magnete. Ja, ist alles hier magnetgesichert. Bose Lifestyle ist hier mit drin. Schau mal. Subwoofer. Auf der Seite. Auch das. Ah, da ist der Fernseher dahinter. Schau mal gerade, Sandra. Der geht nämlich hier rein. Das Ganze ist hier. Ich gehe mal kurz hier rüber, dass wir das mal sehen. Gegenüber
wenn du mal gerade ein ganz kleines bisschen zur Seite gehst, wir lassen das mal gerade ein bisschen auf uns wirken hier. Also hier ist der Wohnbereich, gegenüber ist der Fernseher, alles Hochglanzoptik mit drin. Dunkles Holz, was wir hier haben, und rechte Seite eine ganz große Liegewiese, wo die Leute sich auch wirklich reinlegen, das Ganze ausprobieren und ja, das Gefühl auch einfach mal sacken lassen. Und dann linke Hand, das ist schon fast eine Frechheit, ja. Einzelmöbel, also nichts irgendwie festgemacht, mit einer Installation von italienischen Lampen. Sehr schick. Mein Gott, ich weiß noch nicht mal, was Lampen heißt auf Italienisch, aber Lampe, glaube ich. So, guck mal drauf. Das ist übrigens der Tisch, was ich glaube, den du draußen auswählen konntest. Und Hier kannst du mal ein Standbild machen für Interessenten, die Preislisten. so, und wir sind hier auf der, was ist das für ein Schiff? Das ist die 67. Hier. So, und das sind die diversen Versionen. Flybridge und Hardtop Collection, Trawler und Crossover. Und wir sind auf der Z-Tanta-Sette 67 FT. Und da werden wir das Ganze mal abrufen für euch. Also überall, wo das Auge hinschaut, Hochglanz. Und ja, die Küche. Ich glaube, das war ja immer so das Thema. Sobald eine Küche immer grifflos war und schwarz, dann hat sie dir gefallen, oder? Ja, und ich sehe schon, sie gefällt mir. Sie gefällt mir zu gut. Hier eine Besonderheit, du hast neben dem Steuerstand die Küche. Also das heißt, du kannst hier stehen, der Mann kocht dir dein Lieblingsmenü, während du das Schiff steuerst. So wird es ja wahrscheinlich sein, oder? Natürlich. Ich werde hier dann mit frischen Shrimps versorgt, während ich uns in die Sonne fahre. So, das Ganze mit tollen belederten Sesseln hier mit drin. Penta-Motoren hier. Ich guck mal gerade, sind Volvo-Motoren eingebaut? Nein. Doch, Volvo Penta ist eingebaut. So, und dann eine Hochglanzoptik hier. Tag Nummer 5 übrigens. Ich kann die Farbe, kann ich nicht. Ist das so ein Braun? Ich glaube. Das ist rot-braun so ein bisschen. Echt schick. Ich habe nur leichte Probleme mit den Öffnungsmechanismen hier. Du, es ist Version. Ordentlich Kraft hier, Griff. Ist Version 0001 und die Magneten sind noch ganz neu, die da sind. Auch das hier ein nettes Detail. Hast du sowas schon mal gesehen in einem Spülbecken? Was ist das? Ein Grillrost? Ist das gleichzeitig Grill oder ist das nur eine Ablage? Ich glaube, es ist eine Ablage, wo du dann auch gerade dein Geschirr draufstellen kannst, damit es so ein bisschen abtropft oder so. Oder dass du hier die Spülbecken noch zusätzlich so ein bisschen als Stellfläche nutzen kannst. So, und dann hast du hier üblicherweise, die kannst du reinschrauben, das sind solche Topfhalter hier mit drin. Die kannst du fixieren, die Töpfe dann auch halten. Und kannst es dann so verstellen und dann nochmal fixieren und das hält dann den Topf fest. Spülmaschine. Die dürfte Die Maschine ist bestimmt hier. Ja. eine große 60er von Miele. Dann auch das Forsterfeld schon mal hier an der Seite. Es hat nochmal einen extra Bedienfalt hier auf der Seite, wo du also noch mehr einstellen kannst. Foster Induction. Foster heißt die Firma. Und natürlich last but not least der große Kühlschrank, der hier eingebaut ist. Mit einem Drehverschluss und von Siemens ein Haushaltskühlschrank mit diversen Einteilungen, unter anderem ein Gemüsefach, also wie man es kennt von zu Hause her. So, viel Materialmix hier. In dem Fall hast du Glas mit Edelstahl, wirkt natürlich unglaublich schick und diese Holzzusammenstellung in Verbindung mit diesem Boden-Echtholz und der Marmorplatte und den braunen Stühlen. Also ich würde es gerade so nehmen, wie es jetzt hier da ist. Also es sieht wirklich sehr angenehm aus. Echt schick, gefällt mir gut. Da drüben sind auch noch ein paar Schränke, die man öffnen kann. Wenn wir sie aufkriegen. Das könnte diesmal klappen. Du weißt, feste ziehen. Liebe Hersteller, es ist Sandra sicher. Wenn du es mal rausziehst, da kann man mal reinschauen. Da ist das Besteck. Es kommt auch gleich mit dem Besteck.
Das ist ganz edel. Hier in dem Fall von. Sie guckt mal ganz nah. Becchetti? Was, von wem? Becchetti? Gott, die Leute lachen sich gerade tot. Wahrscheinlich ist das so ein endbekannter Designer, der das Ganze macht. Hier, da. Becchetti, ja, könnte sein. Guck mal, hier einzeln ausgefräst, jeweils für jeden Teller. Kannst du es rausziehen oder ist es hier fest drin? Das ist fest drin. Warte, ich filme mal hier rein, dass ihr das sehen könnt. Hier sind jeweils Plexiglashalterungen drin, damit das Ganze auch an seinem Platz bleibt. Und hier überall das ganze Geschirr ist hier inkludiert, inklusive den Teetassen, die auch hier in ausgefrästen Plexiglashalterungen stehen. Das Ganze soll ja auch da bleiben, wo es ist. Dann hast du hier die Vorhänge. Ein bisschen schade ist, dass es hier so nah dran steht. Ihr könnt euch also vorstellen, dieses Schiff hier hat Fenster so groß wie zu Hause, tiefe Fenster, wo du rausschauen kannst. Das Ganze ist extrem getönt. Man kann also kaum hereinschauen hier, wenn du hier stehst. Und da ist dann nochmal hier der Fahrerstand mit drin. Wird ein bisschen was erklärt gerade, was man hier alles sehen kann. Rückfahrkameras sind mit eingebaut. Volvo Penta Motoren, natürlich das Navigationssystem hier von Raymarine. Und sehr, sehr schick auch das Steuerrad, was man hier hat. Also Parlare Tedesche? No. Sorry? English. You use English, okay. I like this wooden steering wheel. It's very nice. Very traditional. Unglaublich schön. Also das ist schön. Funkgerät und so weiter. Sandra, magst du mal kurz Platz nehmen, dass man an das Steuerrad mal gerade rangeht und wir das mal im Detail mal zeigen können. Also das sind die Sitze, natürlich höhenverstellbar, mit der lieben Krabbe drauf. So, die Spezialisten werden jetzt genau wissen, was es ist und da hast du schon mal Platz genommen an deinem Lieblingsstand. Braucht man aber gar nicht, weil, was haben wir gelernt? Du kannst dieses ganze Boot hier durch einen Bordcomputer steuern. Also das ist eigentlich möglich, hier wirklich damit zu steuern. Hier auch ein schönes Detail. Guck mal, da auf der Rückseite sind solche Griffmulden. Das hatten wir jetzt auch noch nicht. Da hast du ordentlich... Dass die Finger auch Halt finden hier. Genau. Dann da ist dein Kompass. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste von allen. Wenn du manövrieren willst, der Joystick. Erklär mal. Ja, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten oder einmal um die eigene Achse. Du musst das mal so zeigen. Guck mal, ich filme mal von oben drauf. Du kannst ihn um die eigene Achse drehen. Damit kannst du das Boot auf der Stelle wenden. Ja, exakt. Und dann kannst du es nach links Verschieben. manövrieren, nach rechts manövrieren, vorwärts, rückwärts. Und das Wie regelt man zum Beispiel die Geschwindigkeit? Hier? automatisch mit dem Joystick. Das ist alles miteinander. Das heißt, wenn du nach vorne gehst, gehen automatisch die Maschinen los. Wenn du zur Seite gehst, geht Bugstrahlruder an. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Das ist alles mit diesem Joystick. Okay. Also quasi wie Computerspiel. an der Playstation. Es ist. Also ich glaube, zuerst war die Playstation, dann war der Joystick. Aber man geht ja natürlich nur mit der Computertechnik. Und hier siehst du hast überall Videoüberwachung, dass du anlegen kannst. Natürlich mit Videounterstützung. Das ist der Maschinenraum mit einer Wärmekamera mit dabei. Das heißt, die kannst du umschalten auf Wärme. Und dann siehst du das und diversen Extras. Ja, und hier das Horn. Bitte nicht drücken. Das Schiffshorn. Da, ganz oben. Ja, und da kannst du nochmal Gas geben hier. Und das ist so ein bisschen hier die Steuerung der Navigation. Das ist natürlich angepasst auf das Schiff, sodass du die wichtigsten Sachen denn auch wirklich Punkt für Punkt sehen kannst. Die sind visualisiert. Ja, und natürlich auf Luci. Das heißt, Luci heißt doch Licht, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Luci heißt Licht. Mach mal. Nee, komm, lass uns. Bevor wir hier was Falsches sagen. Du bist am Main Deck. Geh mal hier auf das Lower Deck. Da kannst du das ganze Licht steuern. Bitte kommentieren, was hier alles heißt. Aber ich wette, du kannst wahrscheinlich auch hier problemlos die Sprache einfach umschalten auf Deutsch oder irgendwas, wenn du mal unten drauf drückst. Da habe ich gerade Und eine Flagge gesehen. eine Flagge gesehen. Drückst da drauf. Ich glaube, du bist zu schnell. Hier ist noch ein C64 drin. Drück einmal drauf und warte mal ganz kurz. Und jetzt gehen wir hier vorne drauf, drück mal drauf. Jetzt warten wir. Machen wir nichts. Nix, bist du.
Ist auch egal. Komm, wir gehen mal runter. Echtholz. Frage ist, gehen wir hier vorne aufs Vordeck nochmal? Lass uns mal anschauen. Komm, wir gehen erstmal runter. Und Gehen runter. Jetzt, wo wir die Chance haben. Leder hier vorne. Magst du mal öffnen? Oder ich mache mich mal ein bisschen schlank, dass wir das mal sehen. Alles beledert hier vorne. Oben beledert. Sehr klare Technik. Kannst du hochklappen. Oh, das hatte ich jetzt auch noch nicht, dass das so entgegen. Das nach oben kommt. Häfele Beschläge mit drin. Dann hast du hier großen Stauraum nochmal auf der Stelle. Aber schön zu sehen, dass es so ist. Und wir gehen mal runter. Denn was mir auffällt, ist große, breite Stufen. Also nicht so unglaublich enge Stufen, die wir ganz, ganz oft hatten in letzter Zeit. Und sie sind nicht rutschig. Sie sind nicht rutschig. Also wir hatten geölte Stufen mit Socken war das sehr, sehr interessant. Da hast du hier nochmal eine Doppelkabine, französisches Bett hier auf der Seite. Ist der Effekt nochmal mit dem Boden, das ist nochmal dieser Schwingeffekt, oder? Den du drin hast? Ja. Und guck mal hier, der Stoff. Wildleder. Der sieht soft aus, oder? Da will man doch nur drüber streichen. Könnte so eine Mikrofaser sein. Also ich tippe mal sehr auf Mikrofaser. Das ist in so einer Wildlederoptik mit drin. Hier ist dein Schminktisch. Gehen wir gerade einen Schritt zurück. Sandra am Schminken. Sandra am Fernseh gucken. Hier auf der rechten Seite. Sandra auf dem Bett am Sitzen. Ich gehe mal gerade ein Stück zurück. Zeige ich dich mal komplett. Also das ist jetzt eine der schönen Kabinen mit eigenem Badezimmer. Das ist direkt hier angeschlossen. Und ziemlich stylischen Lichtschaltern. Hast du die gesehen? Guck mal hier. Das ist so cool. Einfach nur ein Knöpfchen so. Ja, einfach Knöpfchen. Jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Ja. Wahrscheinlich ist nur Touch. Dann hast du hier noch einen großen Schrank. Hätte auch eine Dusche sein können. Von der Größe. Spiegel. Warte ganz kurz, ich will mal gerade rein, dass wir das mal sehen. Ich gehe mal gerade einen Meter zurück, dass man die Größe, die Dimension von dem Schrank gerade nochmal ungefähr fassen kann. Nettes Detail hier auch. Da ist ein Nachttischchen, was hier drin ist. Und das Ganze hier nochmal richtig beledert. Also vom Feinsten mit Hochglanz-Klavierlack hier auf der Seite in direkter Beleuchtung. Und einem Fenster auf der Seite. Dann direkt der Zugang zum ordentlich großen Badezimmer. Die Schränke gehen ein bisschen schwer, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, die Magnete sind noch frisch. Ich weiß noch nicht, ob das besser wird. Also vielleicht, gut, es ist ja auch Version Nummer 001. Dann bekommst du hier auch, ich halte mal nicht dahin, was du gerade gemacht hast. Aber Ich habe Angst, ich mach's gleich. Nee, passiert nichts. Mach mal auf. Gleich hast du nämlich die Tür in der Hand. Also es ist nagelneu. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch gerade erst zur Messe fertig geworden. Also kleine Einstellarbeiten und so. Genau, also es geht relativ schwer auf, aber vielleicht legt sich das ja mit der Zeit. So, hier oben nochmal 2 hängende Hänger. Tecma-Toilette von Dedford, Festtanktoilette Zahaka. Hier vorne ein Waschbecken hier drin und noch ein Schränkchen. Auch da bin ich jetzt vorsichtig, weil wenn die so schwer gehen, die Magnete, man möchte ja nicht den Spiegel in der Hand haben. Ich erschrecke mich die ganze Zeit, wenn es dann auch... Das sind die Magnete übrigens. Also Ja. die sind hier dran und die sind ordentlich, muss man schon sagen. Die halten, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, hier geht während der Fahrt nichts auf. So, und dann noch hier unten nochmal 2 Schubladen. Die hatte ich schon aufgemacht. Aber Hat's auf. ich mache sie gerne nochmal auf. Jetzt geht's einfach, oder? Sehr schön. Marmorboden, da behaupte ich einfach mal, das sieht aus wie echter Marmor, das ist wahrscheinlich echter Marmor. Gut, wir gehen mal raus. Also das war die erste Kabine. Jetzt haben wir schon, das ist schick, oder? Hier die Koralle, die oben drauf ist. Sehr schön. Hast du so eine kleine Ausstellungsfläche hier für deine Schmuckstücke. Zeig mal auf. Warte, ich gehe mal hier rum, dass wir das mal gerade sehen. Also das ist auch hier in so einer Wildlederoptik. Erinnert mich irgendwie an so ein Luxusuhrenkästchen. Und hier unten, was ist da? Well, ein Staubsaugeranschluss. Ah, okay.
Der ist hier drin und da sind auch gerade Leute drin. Sollen wir mal ganz durchgehen? Dass wir da in die VIP-Cabin gehen. Das sieht aus wie so Wäschebehälter. Schränkchen. Und wir gehen in die VIP-Cabin. Und da hast du dann ein Queensbett hier mit drin. Und die gleichen Schalterelemente, wieder alles extrem reduziert. Die Schalter ganz klein. Auch die ganzen Griffe hier quasi kaum wahrzunehmen. Dahinter ist eine eloxierte Spiegelscheibe dahinter. Also die kann man mal hier sehen. Ein bisschen dunkel, du kannst dich gerade so erkennen. Haben wir schon ganz oft so gesehen. Und hier wieder, warte, ich komme mal gerade zu dir. Dein Schminktisch an der Seite über dem Fernseher. Guck dir mal den Stoff an. Der Stoff ist Mikrofaser, überall, wo du hier da bist. Schön. Kannst du überall drüber streicheln. Und deine Katzen auch, ja. Okay, so, Badezimmer. Auch hier in der VIP-Cabin mit eigenem Badetüchern. Hast du gesehen? Ja. Die bestickt sind im Design natürlich der Yacht. Und auch hier wieder Marmor, Festhangtoilette und große Dusche. Auch die geht alles noch ein bisschen, ich glaube, da muss ein bisschen Die muss einfach mal ein bisschen benutzt werden. ein bisschen Silikonspray drauf und dann geht es auch ein bisschen einfacher hier mit den, weil die ist hier vorne ja dicht und dieses Dichtungsgummi, das ist ein bisschen spröde noch. Okay, liebe Eigner, wenn ihr das seht, macht ein bisschen Silikonspray drauf. Ich will mal gerade rein. Also, das ist die Dusche in Hochglanzoptik. Die will ich allerdings nicht reinigen, wenn ich ganz ehrlich bin. Muss ich wahrscheinlich nicht, wenn ich das hier auf besitze. Und da, ich habe es eben kurz erwähnt, das sind die eigenen Badetücher, die hier mit eingebaut sind. Hier noch ein Schrank. Sehr schön. Waschbecken. Warte, komm, ich mache erstmal die Dusche zu. Mhm. Oder auch ein bisschen mehr Platz. Ein Schränkchen. 2 Schränkchen. Und noch Schränkchen hier oben drin. So, mit Spiegeln. Ich denke, das mit den Gummis ist wirklich nur eine Einstellungssache. Ja, die VIP-Cabin ist alles, Sandra, alles ein bisschen enger. Wir haben aber auch keine 30 Meter hier. Du hast ja hier nur knapp über 20 Meter und trotzdem natürlich den Luxus einer großen Yacht hier oben drauf. Und echt viel Stauraum. Guck mal, hier oben die Schränke. Hier wahrscheinlich auch noch. Hier geht es auch noch auf. Da kannst du überall Sachen drin verstecken. Ich gehe mal gerade einen Schritt weiter zurück, dann wird die Darstellung hier ein bisschen einfacher für die Zuschauer, dass ihr das sehen könnt, wie die Anordnung hier ist. Also große Kleiderschränke, rechte Hand das Badezimmer, hier noch ein großer Kleiderschrank. Und Sandra, bitte einmal zurücklehnen und entspannt schauen. Sehr schön auf dem Queensbett in der VIP-Lounge. Das Ganze natürlich rückwärtig auch nochmal beledert mit einem Notausgang. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob wir die Owners Cabin frei haben. Das könnte der Fall sein. Sandra, es sieht gut aus. Wir beginnen linke Seite mit einem Sekretär und / Schminkbereich. Nee, also Nee? Da wird gearbeitet. Und nach getaner Arbeit wird wahrscheinlich wieder ein Whisky getrunken. Ne? Du unterstellst aber jetzt hier Dinge. Was ich noch nie gesehen habe, ist das hier. Guck mal, das hier kenne ich von Ikea. Da habe ich nämlich gekauft bei meinem Billy-Regal. Kannst du, aber nicht in Leder sind die. Hier ist eine komplette Lederausstattung mit dabei. Hochglanzoptik hier nochmal. 25 mal lackiert. Erinnert mehr so ein bisschen an eine Kunstausstellung hier. Mit Tresor mit drin und auch hier wieder Edelstahl und Hochglanz lackiert. Man muss wirklich näher rangehen, das ist... Schönes Holz, ne? Ist das? Das ist ja echtes Holz. Welches Das ist Holz echtes könnte Holz, ja. Das denn sein? ist Klavierlack drüber, das ist vom Feinsten.
Feinster italienischer Schick hier. Kühlschrank, Vitrifrigo. Der ist mit drin. Und auch die Sessel aufeinander abgestimmt, das gleiche Leder, gleiche Farbe. Und auch hier mal bitte öffnen, Sandra, sei mal so nett. Ich würde das mal hochziehen. Das ist indirekt beleuchtet. 2 große Fächer mit drin. Da kannst du auch deinen Schmuck ablegen und so weiter. Und da hast du nochmal deine Verdunklungssysteme. Indirekte Beleuchtung hier oben, das haben wir auch schon gesehen. Helles Holz mit ganz dunkel. Dann hier, das könnte ein Schrank sein. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Die Leute haben schon probiert zu drücken. Könnte aber auch, ich sag mal, nur ein Spiegel sein auf der Rückseite. Hier ist der Schrank. Hier ist ein Schrank. Ja, irgendwie, aber dahinter muss dann ein Raum sein, ne? Da ist der Raum, da ist die zweite Kabine, nehme ich an. So, hier ist ein Schrank. Groß, mit Fächern. Jetzt musst du mal bitte nach rechts gehen. Dann kann ich einmal den Raum hier komplett... Die Kabine ist doch gigantisch, oder? Die ist riesig. Was ist das? Oh. Warte, Sandra, du bist zu schnell. Ich muss einmal ganz kurz den Raum zeigen. Ich bin sofort bei dir. Linke Hand, dann eine begehbare Toilette, die hier mit drin ist. So, mit Bidet und einem Naturstein-Waschbecken. Und da, warte, ich gehe mal kurz nach rechts. Ein begehbarer Kleiderschrank mit... Den du sogar noch mal hier zusätzlich verschließen kannst. Kannst du machen für deine Louboutins. Mega. Ist gut? Ja, auf jeden Fall. Stehhöhe ist auch gut. 1,75 bist du groß. Also Genau. die Frau von heute. Ich glaube, hier kannst du wirklich alle deine Kleider unterbringen. Mach mal auf langsam, hier unten. Was haben wir da? Ablagen auch mit drin, also viele Schränke. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen runter. Dann Schubladen. Auch hier mal bitte öffnen. Schubladen haben wir hier. Gehen auch ganz schön weit auf. 3 Stück an der Zahl. Du ziehst immer an so einem Lederband, richtig? Genau, den Mechanismus hatten wir ja schon. Du ziehst dran und dann wird hier entriegelt. Und eine Tür für hängende Kleidung. Nee, Fächer hier in dem Fall sind hier mit drin. Was besonders schön gemacht ist, ist natürlich hier die Doppelsitzgarnitur mit dem Hochglanz-Klavier-Optik-Holz in der Mitte und den Lampen wie ein Kunstwerk aufeinander abgestimmt. Das Hier verbirgt sich wahrscheinlich auch noch ein kleines Fach darunter. ja, absolut. Ich glaube, da ist noch ein kleines Geheimfach, oder? Ah, nee, doch. Da ist noch irgendwie. Kannst du das reinmachen? Kann ich ein Servicefach hier drin. Aber auch für die Kunst ist gedacht, also hier können sich 2 Leute hinsetzen, aber du kannst das natürlich auch benutzen, um auf jemanden zu warten zum Beispiel oder einfach nur deine Klamotten abzulegen oder auf den... Oder einfach nur ein Buch zu lesen, hier ganz entspannt. Ganz entspannt in der Haltung, aufrecht. Was ist das hier? Peter Lindbergh. Ein sehr bekannter Fotograf. So, hier nochmal Blick aufs Bett. Sandra, du darfst einmal dich ganz leicht mal aufs Bett setzen, dass wir dich fürs Familienalbum mal drauf bekommen. Hier in der Yacht Sandra Capella auf ihrem Queensbett mit einer ordentlichen Größe. Das Ganze ist natürlich hier eingeledert, hat hier nochmal eine Spiegeloptik hier mit dabei. Der Teppich so weich, dass man es kaum fassen kann. Indirekte Beleuchtung oben. Linke Seite 2 kleine Kunstwerke und natürlich der Fernseher mit dieser Alcantara-Optik, die hier unten drunter da ist. Wenn du da nochmal bitte drüber streichelst und sieht man richtig schön, das fühlt sich an. Gut an. Sehr schön. Samtig. Ja, was wäre diese Yacht hier, dieses Schiff hier ohne einen Luxusbad, was du auch verschließen kannst, wieder mal mit deiner... Ich glaube, hier ist noch eine Da ist noch eine Schiebetür, die sich beidseitig wahrscheinlich über eine Mimik dann zusammenziehen lässt. Magst du einfach mal feste mal? kommt mit den Fingern nicht ganz rein. Kommst nicht ganz rein? Kann auch sein, dass man das irgendwo... Okay. Die haben hier starke Männer. Ihr könnt ja helfen, oder? Aber dann sind wir mit drauf. Nee, ich filme euch nicht. Ja, ich gucke, dass ich euch nicht draufkriege. Wahrscheinlich habt ihr die Yacht schon 2-mal bestellt. Er hat 3-mal, wir haben ja noch einen kleinen Außen. So, jetzt geht's. Guck mal hier. Du brauchst nur starke Männer, dann klappt das auch. Aber die ist auch gar nicht so schlecht, finde ich jetzt. Also die Farbwahl. Oder ist das braun, ist es ein bisschen zu braun für euch? Ich finde das schick.
Also ich finde auch hier so diese Optik, Klavierlack, Sehr edel aus. auch das Leder hier hinten, hinterm Bett, Das Leder ist auch schick. das Hochglanz oben drüber. Alles schick. So, ihr habt's zubekommen, gell? Du bist nicht drauf, keine Angst, dein Gesicht war nicht zu sehen. Ist so. Nur ab unten rum. nur untenrum, richtig. Komm, wir machen noch gerade das Klo fertig, dann könnt ihr rein. Da ist es. Hier ist eine Festhangtoilette und Bidet. Das gute alte Tecma hier drin. Und ja, viel Platz für dein Geschäft. In Italien, weiß der italienische Mann würde niemals im Raumbad aufs Klo gehen. Ist das so? Ist so. Du kannst also Toilette immer einzeln, was auch, glaube ich, Sinn macht. Und es hat auch ein Fenster, was auch ganz nett ist. Dann große Dusche, alles Naturstein hier in dem Fall, also echter Naturstein. Oft hatten wir ja so, ich sag mal, entsprechende Composite-Materialien, das ist nett, aber Marmor ist ja viel cooler, finde ich, oder? Das ist, geht ja gar nicht hier, so ein Composite. Dann Regendusche. Regendusche, genau. Handbrause. Hier auch nochmal das Marmor. Ich glaube, es ist echter Marmor, so wenn man sich die Struktur im Licht Ganz sicher. anschaut. Also ich kenne ja Feinsteinzeug, das ist teilweise gut gemacht, aber das sieht aus wie echter Marmor, komplett eingefasst hier. Besonders beachtenswert ist natürlich die Bettwäsche und alles, die Handtücher in gesticktem Design hier passend. Ich finde es ziemlich schick. Ich auch. Ich fühle mich wie so eine Kunstgaleristin hier. So, wir gehen und überlassen jetzt das Feld. Ja, der begehbare Kleiderschrank, den finde ich eigentlich am besten, ja. Den würde ich sofort unter Beschlag nehmen und da meine Adidas-Hosen reinmachen. So, wir gehen raus, ihr könnt rein und wir räumen das Feld in einer der schönsten Yachten wieder mal in Halle 6. Aber es ist ja noch einiges zu sehen, wir waren ja nicht am Flydeck. Das stimmt. Das steht noch bevor. Ich bin gespannt. So, also insgesamt zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schlafplätze mit ganz vorne. Das ist auch ordentlich. Wir gehen langsam hoch, durch das Schiff durch und sind jetzt wieder hier im Wohnzimmerbereich für alle, die gut aufgepasst haben und gehen jetzt mal auf das Vordeck. Und da freue ich mich, dass das Schiff so eng eingeparkt ist. Hier übrigens nochmal eine Steuermöglichkeit hier vorne, denn hier kann ich nämlich nicht abstürzen, Sandra. Und es ist aber sehr, sehr breit hier. Guck mal hier, die Optik hier mit dem Glas. Oh, ja, sehr schick. Das ist eine komplett durchgehende Glasfläche, die an der Seite dran ist. Und aufs Vordeck. Wow, das kennen wir von dem Partyschiff schon. Hier oben drauf siehst du das Sonnensegel. Genau, ja. Geh mal weiter vor, ich will mich setzen. Carbon, hier echtes Carbon. Das ist mal seht. Sandra, geh ruhig mal vor. Die kleine Windschutzscheibe hier. Und ein bisschen Stauraum. Ich glaube, ich sehe den Kühlschrank schon da drüben. Und wenn da solche schönen Tischchen stehen, kann auch ein Kühlschrank sein, ne? Da ist er. Hier kann man es sich gut gehen lassen, ne? So, wir sitzen jetzt mal hier so ganz gemütlich, gucken auf die Messe. Heute haben wir ja mal in anderen Hallen gedreht, wo keine Schiffe standen. Also die Boot müsst ihr gucken, eigentlich allein wegen den großen Yachten hier in Halle 6. Haben aber schon einige unter das erste Video runtergeschrieben, ist ja gar keine Superyacht, weil sind ja nur 20 Meter. Aber für mich, muss ich schon sagen, ist das schon ordentlich. Wir Hier- steigern uns, ne? Das ist die erste Superjacht, dann kommt die Superjacht und irgendwann die Super-Hyper-Duper-Yacht. Aber so dieser Wow-Effekt nach 30 Yachten schwindet. Das ist so das, was ich leider gemerkt habe. Es fühlt sich mehr an wie in einem schönen Möbelhaus, wenn du von A nach B gehst. Weißt du, am Anfang hast du gedacht, wow, die Yachten. Ich glaube, die nächste Steigerung ist, wenn wir filmen in Frankreich und dann wirklich auf dem Wasser mal eingeladen werden. Hoffentlich machen die Videos Millionen Aufrufe. Dann dürfen wir auch mal mitfahren und kriegen nicht die Pressefotos 3 Tage nach dem Event so zugeschickt. Aber ich glaube, das, was wir hier zeigen, hat in dieser
in diesem Detailgrad noch nie jemand gemacht. Hast du es jemals gesehen, so eine Roomtour in der Form? Nee, gar nicht. Ich hoffe auch, ihr guckt fleißig, abonniert fleißig, damit ich noch mehrmals in den Genuss komme, solche tollen Schiffe zu besuchen. Ja, Sandra ist bei uns Mediengestalterin, seit 6 Jahren bei der Medien Saarland, die auch für Kooperationen gut ist. Ich arbeite ja auch bei der Medien Saarland, der Firma meiner Frau. Und ja, du bist normalerweise zuständig unter anderem für Yachtbesichtigungen bei uns. Nee, du machst ganz viel Grafik, das ist, oder? Printdesign, Webdesign, mittlerweile auch ein paar YouTube-Sachen oder eben vor der Kamera. Da oben gucken die Leute dann, oh, jetzt sind sie gerade mal schnell abgehauen, wo wir mit der Kamera drauf geschwenkt haben. Und hier siehst du, also das ist ein nettes Design. Das kannst du rein und rausdrücken. Drück mal rein. Dann Was denn? die Lampe. Schau mal, die Lampe kannst du runterdrücken. Dann geht sie aus. Und dann drehen, musst du drehen. Und dann ist sie verriegelt. Und wenn du nochmal hoch machst, dann geht es auch wieder an. Sowas brauche ich für meinen Garten. Gibt es, glaube ich, habe ich gesehen bei Teddy für 6 €. Ist aber eine andere Version. Oder du stellst dir eine Yacht in den Garten, dann hast du die Lampen auch. Hier vorne echtes Teakholz hier mit drin. Also auch da würde ich dich mal bitten, vielleicht kannst du mal dich da vorne hinlegen für ein kleines Fotochen. Leute dann machen. Sandra räkelt sich auf dem Vordeck. Die Leute gucken da ganz nett, denn da oben ist nämlich die Yachtgalerie, ein großes Bistro, was man hier findet. Cool. Komm, wir gehen was arbeiten. Hilft ja nichts. Wir müssen uns von diesem ganz schönen Design, das ist übrigens hier das Flydeck, das werden wir gleich mal besichtigen hier. Von diesem schönen Design müssen wir uns gleich wieder verabschieden, denn es sind noch einige Schiffe zu filmen. Hier eine Tür. Die muss ja auch da sein. So, die ist geöffnet. Sollen wir die mal schließen? Ich drücke sie mal zu. Die ist zu. Und wir gehen auf das Flydeck. Hello. So, viele Spanier haben wir hier, denn was wir schon gelernt haben, in Mallorca liegen auch das ein oder andere Schiffchen liegt da. Ja, haben wir schon gehört, dass da viele Schiffe hingehen. Guck mal hier oben auch mit diesen fließenden Formen hier. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erahnen. Also was hier alles geht. Hier der kleine Haken, der drauf ist. Wir gehen hoch, Echtholz hier, schwarze indirekte Beleuchtung und dann ergibt sich dieses Bild hier oben. Und das Gemeine ist allerdings, Sandra, das ist wirklich so ein bisschen, wir kommen uns vor wie die Tiere im Zoo. Ja? Die Frage ist, wo sind die Tiere im Zoo? Hallo erstmal. Ist das schön hier auf der Messe? Na, aber selbstverständlich. Warum denn? Wunderschön, ja, weil man einfach mal ein bisschen träumen kann, gell? Ja, träumen, ihr müsst unbedingt mal hier hochkommen. Das ist richtig cool, wenn man sich hier hinsetzt, ja, und hier mal reinguckt. Ist das so ein Traum, den ihr habt, oder habt ihr jetzt schon ein bisschen gespart hier für die Yacht? Ach naja, also sparen, das geht gar nicht, ja. Da komme ich nie hin. Also ich fahre mit dem Bekannten auch auf dem Segelschiff mit, das mache ich schon. Es muss nicht immer so riesig sein, oder? Gar nicht. Ja, manchmal ist das Reduzieren auch wunderschön. Ich glaube auch, dass die Leute vielleicht ganz andere Probleme haben, die sowas haben, oder? Die will man gar nicht haben. Wir haben eben darüber gesprochen, Geld allein macht ja nicht glücklich. Vielleicht kann man sich über kleine Sachen gar nicht mehr so freuen. Vielleicht, ja. Aber wir freuen uns über jedes Schiff, was hier kommt, probieren es aus. Könnt ihr übrigens die Roomtour, könnt ihr bei uns gucken, German Television. Und ja, wir haben alle Schiffe hier in der ganzen Halle gefilmt, jeweils eine halbe bis dreiviertel Stunde, haben jeden Schrank aufgemacht für euch, damit ihr die von außen gucken könnt. Sind seit 5 Tagen in Halle 6, könnt ihr euch das vorstellen? Aber es gibt viel zu sehen. Es gab ja ganz lange keine Messe. Das war ja auch für euch blöd. Ihr seid hier aus der Gegend? Nein. Wir kommen aus der Ecke Limburg an der Lahn. Limburg an der Lahn, das ist Hessen. Der Thebats von Els sein Unwesen getrieben. Hessen ist das? Ja, das ist Hessen, ja. Ja, man hört's. Fast. So, ich lasse euch mal in Ruhe. Vielen Dank. Sandra, du hast schon mal Platz genommen. Hier vorne ist deine Außendusche, die neue, die du dir gerade geleistet hast, in der Optionsliste. Aber es könnte sein, dass das Standard ist. Und du blickst auf deine Außendusche, auf deine belederte Abschlussleiste. Nee, ich muss gucken, dass ich die Moderation noch mal hier hinkriege. Es sind die Eindrücke hier, sind wirklich nach Tag Nummer 5. Ist eins schöner wie das andere.
Genau, und irgendwann fehlen einem einfach die Worte. Was am Anfang, wo wir uns noch gesagt haben, guck mal hier ein Grill und so, da sind wir in letzter Zeit gar nicht mehr so drauf eingegangen, weil das ist irgendwie so selbstverständlich, dass du Induktionskochfeld, Grill, Gasdruckdämpfer mit drin, hier oben hast du Echtholz und ganz viel Teak oft in der Verwendung. Aber ich finde die Außenküche echt schick mit den Holzfronten. Das hatten wir ja bei dem Partyboot auch schon. Gefällt mir sehr gut. Also sowas könnte ich mir im Garten auch gut vorstellen. Guck mal hier, gefräste Gläser hier drin, also Einlagen für die Gläser aus Plexiglas, für Sektgläser und Co. Und noch jede Menge Schubladen. Und natürlich am wichtigsten ist der Grill, der eingebaut ist. Da ist noch ein kleiner Müll, sogar ein Mülltrennsystem, hast du gesehen? Genau. Dann hier. Hier massiv. Die Tür ist ja teak, hast du gesagt, ne? Ja, ich denke schon. Also jetzt so, wie du siehst hier mit dem kleiner Kühlschrank mit drin, meistens auch mit Eisbereiter. Das ist ein Eismaker. Hier, ich zeige euch das mal gerade von Dometic. Ne, von Vitrifrigo. Von Vitrifrigo. Okay. Und Der Grill. ja, ein Grill, eine Marke, von der ich noch nie irgendwas gehört habe. Canyon, aber die muss wohl irgendwie ziemlich cool sein. Die ist in jedem Boot hier drin. Okay, ja, ich kenne die jetzt auch nicht, aber... Und Foster. Foster ist auch so, weißt du, wo du vorher irgendwie Bosch drin hast und so. Hier ist ganz oft Foster drin und das ist dann eine Sitzgruppe, die du hier hast. Und hier kannst du immer ausklappen. Das ist ziemlich schwer, oder? So ein Tischelement. Das ist echt massiv. Ich weiß nicht, muss ich da noch was raus? Ja, vielleicht. Geht. Als Support. Und jetzt kannst du dich mal ransetzen. Setz dich mal rein hier. Ja, jetzt kommt dein Steward kommt vorbei und serviert dir jetzt mal die gefüllten Eier nach russischer Art. Wenn man sowas kriegt hier, weiß ich nicht. Cool. So, und hier nochmal, also das ist nochmal der Grillbereich. Da könnt ihr es hier auf der Seite sehen. Und hier, ja, da ist das Steuerrad. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Dann lasse ich die mal in Ruhe. Und hier hast du einen weiteren Steuerstand. Das ist der Blick aufs Vordeck. Und hier natürlich mit einem großen Navigationssystem von Raymarine. Mit Autopilot. Entschuldigung. Mittlerweile am 5. Hallentag, die Stimme versagt ein bisschen, mit Autopilot. Ja, programmier mal ein bisschen. Zeig mal, wie es geht. Bisschen wieder drauf rumdrücken. Ja. Für uns mal. Hat irgendein Ziel eingegeben, kann ich das gleich rückgängig machen? Ja, wahrscheinlich. Oben X, guck mal, links oben. Impossible Polare Waypoint à la Nave. Also kann hier irgendwie nicht rausgenommen werden, sagt er. Nuvo. Das ist doch gut, ja. Ein neuer Routenpunkt. Eigentlich wie Google Maps so ein bisschen auf deinem iPhone. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie auf Italienisch Nudeln. durchstillen, aber Colore Nero, keine Ahnung. Man kann es auch verschieben, gell? Du kannst also jetzt hier sagen Piano Rotta. Mach mal. Waypoint. Okay, wir können kein Italienisch. Ja, wir können auch kein Schiff bedienen. Wir haben noch nicht mal einen Schiffsführerschein. Aber ich glaube, das macht diese Roomtouren auch so cool, weil wir alles nicht so ganz so technisch sehen, oder? Das heißt eher so. Keinen Plan haben. So, die Schiffstour ohne Plan, aber das Design, ich meine, da brauchst du keinen Plan zu haben, wenn du hier reinguckst und hier was hochhebst und da mal beschreibst, wie sich das Leder anfühlt, die ganze Verarbeitung. Also so als Fazit von der ganzen Messe, sowas habe ich noch nie erlebt. Ihr müsst es erleben, ihr müsst auf die Boot kommen, wenn nicht dieses Jahr, nächstes Jahr und fast alles an. Komm, wir machen noch ein bisschen noch einen Schuss hier für das Familienfoto. Sandra und das Original Teakholz Steuerrad. Warte, das gibt noch einen Schuss. Und jetzt gehe ich mal ganz zurück, bleib mal da stehen. Du navigierst ja gerade für mich und ich gehe jetzt mal ganz zurück, dass ihr mal seht, wie viel Platz hier ist. Schau mal gerade rückwärts, dass auch nichts passiert. Und Sandra schaut auf mich und das ist das Flydeck wirklich mal in XXXL mit natürlich hier einem Sonnenschutz und den kleinen Navigationskuppeln, die oben drauf sind.
Kommen wir mal ins nächste Schiff. Auch absolut bemerkenswert ist dieser tolle Hocker, der hier da ist. Ein letztes Mal nochmal reinsetzen. Nimm mal das Handtuch weg. Du hast dich gerade frisch geduscht, bist auf deiner Yacht und nimmst jetzt Platz und genießt deinen Tee, den es jetzt heute Nachmittag gibt, der serviert wird. Frau Capella, was möchten Sie heute für einen Tee? Ich glaube, ich würde eher ein Kaltgetränk nehmen. Ja, wir hätten einiges im Angebot. Ist das nicht cool? Ja, so ein frisches Mineralwasser mit Zitronenscheiben. So, Fun Fact, es darf natürlich nichts wiegen. Das Ganze hier in Carbon-Ausführung. Ist ein nettes Schiff, oder? Ja. Sehr nettes, sehr schönes Schiff. Ja, okay. Gefällt uns auch. Ist das nicht gemein? Ihr könnt hier nicht einfach so einfach rüberhüpfen zu uns, ja? Aber ihr wart schon auf so einem Schiff drauf hier? Nee, noch nicht. Warum nicht? Keine Ahnung, wir haben uns nicht getraut zu fragen. Nein, ihr könnt fragen. Also ihr könnt euch unten anstellen, jetzt kein Witz, macht's heute. Weil morgen ist die ungefähr 1 Kilometer lang. Die lassen euch überall rein. Ist also kein Witz, also gerade hier bei den größeren. Ihr müsst einfach nur fragen. Oh. So, und dann fragt ihr vorne, seid ganz nett. Und die wissen ja nicht, du siehst jetzt so ganz normal aus, sage ich jetzt mal, dein Vater könnte aber auch ein Ölmagnat sein. Ja, unwahrscheinlich, aber ja, vielleicht kann ich das faken. Nee, brauchst du gar nicht. Du einfach nur so tun, die sind super lieb. Also die einfach runtergehen, fragen. Also hier besonders schön, hier vorne der Stand zum Beispiel, was ist ganz gut, hier die Ferretti Group oder hier Princess hier vorne, siehst du? Ja. Da waren wir nämlich, da haben wir alle gefilmt. Ah, okay, also da kann man dann auch hingehen und dann einfach mal fragen. Genau, einfach fragen. Tschüss. Super, vielen Dank, tschüss. So, wir gehen mal runter. Also Jungs, fragt. Wer nicht fragt, kriegt keine Antwort. Das ist immer so, oder? Genau, wer nicht fragt, bleibt dumm, ne? Ja, aber viele, ganz ehrlich, man traut sich ja auch nicht so, oder? Wenn du hier so die Leute siehst und denkst so, ich bin so ganz normal angezogen. Ich meine, ich habe jetzt hier Funktionskleidung an fürs Drehen, die habe ich immer an. Das ist die etwas bessere Version eines Trainingsanzugs, die ich trage. Aber ich glaube, gut, bei der Presse ist es vielleicht auch okay. Ja. Dann nimmt man einiges in Kauf. Ich glaube, ich hätte mich auch nicht getraut, wenn ich hier privat wäre. Ich würde die von außen bewundern, aber müsste nur von außen träumen. Aber es ist natürlich schön, wenn wir hier drauf dürfen. Ne? So, und das übernehmen wir für euch. Also auf so einer tollen Messe. Erstmal vielen Dank an alle Betreiber, auch wenn wir ab und zu mal so uns so ein bisschen lustig machen. Aber ich glaube, nur so kannst du es eigentlich ertragen, dass du nicht immer 5 Millionen da, 3 Millionen da. Ich glaube, es geht hier in der Halle los so bei einer guten Million, oder? Ich glaube, ja, wir hatten vorhin, glaube ich, auch was unter 1 Million. Aber das war halt ein kompakteres Schiffchen. Bisschen kleiner. So, let's go. Wir gehen runter, dann könnt ihr hoch. Buongiorno. So, die sprechen alle Italienisch und da ich ja das wichtigste Wort kann, guten Tag. Bonjour heißt auf Französisch Buongiorno. Giorno ist da. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television. Nur so könnt ihr das möglich machen, dass wir für euch demnächst um die ganze Welt reisen. Denn wir haben jetzt schon mal Südfrankreich im Visier. Und wir müssen unbedingt mal auf so eine Ausstellung nach Amerika fahren. Was hältst du davon? Gerne, bin dabei. Also, abonnieren. Abonniert German Television. Es kostet euch nichts. Danke fürs Einschalten. Tschüss.